Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Malerei. Auf besonderem Wunsch hin, auch wenn derjenige das nicht geäußert hat, habe ich mir überlegt, einen blauen Hintergrund zu gestalten. Und zwar habe ich mir dazu 3 Farben ausgewählt, die allerdings mehr oder minder transluzent sind, wie ihr das gleich bei dem dunkleren Blau erleben werdet. Und zwar habe ich einmal zu einer neuen Farbe von Amsterdam Acrylics gegriffen, einem Metallic Blau, einem hellen Blaugrau und meinem Lieblings-Türkisblau. Und ihr wart alle so begeistert von dem einen Bild, was ich komplett mit der Hand gemalt habe, sodass ich richtig Lust hatte, den Hintergrund wieder mit der Hand zu malen, allerdings ausschließlich den Hintergrund. Und auch wenn der jetzt relativ homogen aussieht, werdet ihr gleich bei der ersten Schicht feststellen, dass dort tatsächlich Strukturen eingearbeitet worden sind. Damit diese Strukturen auch in den Schichten zu sehen sein werden, fixiere ich den Hintergrund einmal komplett, indem ich ihn trocken föhne. Langsam wird es draußen herbstlich und ich habe schon viele der Blätter zusammengefegt. Und sie hatten so verschiedene Farben, eben wie man es kennt, weil das Laub auch von verschiedenen Bäumen stammt. Und ich möchte heute so ein bisschen den Übergang vom Sommer in den Herbst auf diesem Bild gestalten. Das wird allerdings erst nach und nach deutlich. Achtet gleich einmal darauf, wenn ich die Leinwand drehe, weil ich die erste Schicht mit der Metallic-Farbe Bronze gestalte, dass dort die vorhin erwähnten Strukturen tatsächlich hervorkommen. Und da gibt es eine Struktur, die ist etwas rund angelegt. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie über einen längeren Zeitraum sichtbar geblieben ist. Dann wollte ich unbedingt mit meinem kleinen Rakelwerkzeug ein paar Macken und Kratzer in die doch so elegante Schicht des bronzenen Farbtons setzen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil mir Strukturen grundsätzlich sehr viel Freude bereiten und ich es schön fände, wenn die sich in der nächsten Schicht dann wieder abzeichnen. Jetzt kommt eine Hommage an den Sommer. Ich habe nochmal zu einem hellen, pastelligen Farbton gegriffen und zwar ist das helle Rosa. Ich finde es besonders schön, weil der rosafarbene Farbton durch den weißen Anteil im Gegensatz zu dem leuchtenden Bronze das Ganze etwas abstumpft und mildert und sich dadurch ein wunderbarer Kontrast ergibt. Und weil ich Rosen so liebe und ich ja erzählt hatte, dass ich mit diesem Bild auch etwas den Sommer verabschieden möchte, habe ich dann nochmal zu einem richtig schönen rosa-roten Farbton gegriffen und es handelt sich dabei um das Permanentrot Purpur. Tatsächlich blühen derzeit noch 2 Rosen in meinem Garten. Auch ungefähr in den Farben und es war mir irgendwie nochmal wichtig, diesen Bereich mit auf das Bild zu bringen und vor allen Dingen gleich im Anschluss mit einer Farbe zu arbeiten, mit der ich lange Zeit sehr ungern gearbeitet habe, aber ich habe sie inzwischen schon so oft verwendet, dass es mir langsam auch eine Freude macht, damit zu arbeiten.
Ich denke, dass jeder von euch einen Farbton hat, den er gerne ausspart, den er nicht auf seinen Bildern sehen möchte, mit dem er sich unwohl fühlt, sobald dieser Farbton auf die Leinwand kommt. Und ich hatte das lange Zeit mit Brauntönen, die ich erst schätzen und lieben gelernt habe, als ich mich mit meiner Rost- und Patina-Serie auseinandergesetzt habe. Und ebenso dazu gehören für mich Gelbtöne. Ich habe tatsächlich eine ganze Zeit lang nicht verstanden, warum das so ist. Ich fühle mich mit blauen Farben sehr wohl, mit grün. Ich bin auch inzwischen tatsächlich ein Fan von rosafarbenen Farbtönen geworden. Und so langsam kommt es auch dazu, dass ich gerne Gelb verwende. Und wenn ihr dieses Bild so seht, und ich euch vorhin gesagt habe, ich möchte aus dem Sommerthema in ein Herbstthema starten, dann sieht das Bild doch jetzt eher sehr sommerlich aus. Und wie kann daraus noch ein Herbstbild werden? Und vor allen Dingen ist es viel gelber, als ich es je für möglich gehalten habe. Meine Empfehlung wäre tatsächlich, sich auch mal an eine Farbe heranzuwagen, die einem überhaupt nicht liegt, die man immer wieder übermalen würde. Und ich glaube, es ist ein bisschen sich heranzutasten, sich an Farben heranzuwagen, zu denen man einfach nicht greifen würde. Auf meinem Bild bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich anfange, Perlfarben einzusetzen. Es werden ab jetzt verschiedene Perlfarben sein. Und mit diesen Perlfarben werde ich jetzt anfangen, ein morgendliches Thema auf die Leinwand zu bringen. Und zwar sind es Nebelschwaden. Ich lebe hier in einer Stadt, da ist ein Fluss und dieser Fluss fließt auch an verschiedenen Stellen durch dieses Stadtgebiet. Und eines Morgens war es hier schon echt nebelig. Und die Farben verblassten so in der Umgebung, waren gar nicht mehr so auszumachen. Und das ist das, was ich jetzt versuchen werde, mit auf diese Leinwand zu bringen. Ich werde jetzt die leuchtenden Farben des Sommers abmildern. Und dann hatte ich noch eine Idee, wie ihr gleich sehen werdet. Hat jemand von euch eine Idee, was das vielleicht sein könnte? Ich habe es schon mal auf meinen Bildern eingesetzt, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Und mir war es wichtig, nochmal ein bisschen Vergänglichkeit auf dieses Bild zu bringen. Und ich verspreche mir tatsächlich hinterher, wenn das Bild getrocknet ist, einen gewissen Effekt. Wer mit Perlfarben gearbeitet hat, weiß, wie sie auftrocknen und weiß auch, wie sie hinterher aussehen. Dann erinnere ich noch einmal daran, dass die erste aufgetragene Schicht auf der Hintergrundbemalung Bronze ist. Und jetzt
versucht einfach mal, euch vorzustellen, wie das Bild hinterher aussehen könnte. Dann gibt es jetzt einmal die Kamerafahrt über das noch nasse Bild. Man kann bis auf die Hintergrundschicht in Blau hinuntergucken. Man sieht den Bronzefarbton durchschimmern. Man sieht die fröhlichen Farben des Sommers, die ich zwischendurch verwendet habe. Und ganz oben auf sieht man meine sogenannte Nebelschicht. Normalerweise ist Nebel viel dichter, aber ich wollte ganz gerne, dass die Farbigkeit noch hindurchkommt und vor allen Dingen wollte ich gerne, und hier sieht man es schon im Ansatz, dass dort etwas Rostiges hineinkommt. Ich liebe Cortenstahl. Oft begegnet der einem in Gartencentern, dort wo diese ganzen rostigen Skulpturen stehen, die man so auch in den Garten stecken kann, wenn das so Gartenpieker sind. Und ich hatte mir halt davon versprochen, dass ich eben glänzende Strukturen habe und dort, wo ich vorhin das Pulver aufgetragen habe, stumpfe und rostige Strukturen. Und wenn ich mir das Bild jetzt so an der Wand angucke, dann ist vieles von dem, was ich haben wollte, da. Ich finde auch das durchscheinende Gelb richtig schön und ich finde es vor allen Dingen spannend, weil ich grundsätzlich die Farbe Grün so nicht aufgetragen habe, dass sie trotzdem durch die Mischung der einzelnen Farbe entstanden ist. Und ich bin tatsächlich gespannt, was ihr zu diesem Bild sagen werdet. Es ist völlig anders als das Bild von dem letzten Video, doch diesen Prozess mit den nebeligen Anteilen hätte ich ohne die vielen Schichten, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über ein Like, einen Kommentar von dir. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich auch über ein Abo. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.